Hast du auch manchmal Symptome und du fragst dich natürlich zuallererst: „Na, was ist es jetzt?“ Ja, so ging es mir heute. Ich hatte ein Symptom, das hatte ich noch nie zuvor in meinem Leben, wirklich nicht. Und zwar fühlte sich das so an, als wenn in meinem Brustkorb sich eine Verkrampfung breit macht. Und im ersten Moment bin ich komplett in Sorge verfallen und habe gedacht: Gottes Willen, was ist das? Wird das jetzt ein Herzinfarkt? Wird das ein Vorhofflimmern oder wird das, keine Ahnung. Ja, ich mache mich lustig über mich selber. Also ich mache mich nicht lustig über dich da draußen, sondern über mich selber. Und ich erzähle dir auch im Moment immer nur, wie es mir ergeht und was ich mache. Und was du damit machst, liegt in deiner Verantwortung. Ich stifte dich nicht dazu an, es mir gleich zu tun. Ja, und jetzt ist die Frage zurück zu dem Thema. Das fühlte sich schon sehr dramatisch an. Das fühlte sich gerade so an, als, ja, ich habe nur gedacht, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei. Und was mache ich nur? Würde ich so ticken, wie ich auch selbst früher getickt habe, ich hätte zuerst überlegt, zu welchem Arzt gehe ich damit? Und ich möchte dir jetzt, und das sage ich ganz ausdrücklich, nicht davon abraten, zu einem Arzt zu gehen, denn das ist deine Aufgabe. Aber ich entscheide für mich in erster Linie, ob ich das irgendwie geregelt kriege, ob ich irgendwie meine Symptome selber wieder zum Abklingen bringe. Es gibt so viele, für mich gibt es so viele Möglichkeiten, die ich in Anspruch nehmen kann, und so habe ich auch heute so reagiert. Und das ist der Hinweis an dich, wenn wenn der Notfall eingetreten ist, dann kannst du den Arzt alarmieren, den Rettungswagen alarmieren und musst es im Zweifel ja auch. Aber was kannst du machen, bis Hilfe eintrifft oder bis dir tatsächlich geholfen wird? Und das ist genau das, was ich jetzt gemacht habe. Nämlich, ich habe mit dieser Klopfmethode, die ich schon in ein paar Videos erwähnt oder auch gezeigt habe, habe ich mich selber behandelt. Und zwar relativ lange für das, was ich bislang kenne. Ich habe mich bestimmt so, jetzt wirst du lachen über das, was ich als lange bezeichne, ich habe mich bestimmt so 5 Minuten behandelt. Ja, und dann ist mein Symptom wieder weggegangen. Das ist also wieder komplett verschwunden und jetzt sitze ich hier wieder und bin fröhlich und fühle mich gesund. Ich habe allerdings, als es richtig schlimm war, also als es eigentlich beängstigend war, habe ich nach diesem Moment des Überlegens angefangen zu klopfen. Und zwar klopfe ich dann immer zuerst diesen Punkt mittig unter der Nase. Der wird von den Chinesen als Kreislauf-Notfallpunkt postuliert. Das habe ich jedenfalls so gelernt. Und weil ich so gelernt habe, weiß ich auch, weil ich schon lange damit umgehe, immer wieder, dass wenn mir etwas ganz dramatisch vorkommt und ich im Moment überhaupt nichts anderes weiß, es gibt kein Pflaster, es gibt keine Tablette für mich, die mir da jetzt helfen könnte, weil ich auch das Symptom noch nie bei mir festgestellt hatte vorher, habe ich also diesen Punkt eine ganze Weile geklopft. Dann habe ich diesen Punkt wieder eine Weile geklopft. Diesen Punkt kann man auch noch klopfen. Man kann auch noch Punkte rund ums Auge klopfen. Aber das, was gefühlt der für mich erstmal wichtigste Punkt war, war dieser. Dann immer wieder abwechselnd mit diesem. Man kann beide Hände nehmen. Also ich nehme beide Hände, beziehungsweise ich spreize die Hand so auf und dann geht das mit einer Hand. Ja, und dann
Oh Wunder, haben die Symptome nachgelassen. Am Ende war alles weg. Dann habe ich habe was gearbeitet, dann habe ich weitergearbeitet. Und es hat vielleicht, ich habe nicht wirklich auf die Uhr geguckt, es hat vielleicht 5 Minuten gedauert, dann kam das nochmal wieder hoch. Mir ging es wieder so, dass ich gedacht habe, so, boah, das hast du ja noch nie gehabt, außer gerade eben. Ich wieder geklopft. Und ich hatte schon so gedacht, okay, wenn ich das jemandem beschreiben soll, dann könnte ich sagen, das fühlt sich fast an, als wenn das so wellenförmig kommt. Und dann habe ich mich da gar nicht weiter reingesteigert, sondern habe mich eher da reingesteigert zu klopfen. Also mich so zu fühlen, wie ich mich gerade gefühlt habe, aber eben zu klopfen. Und was soll ich dir sagen? Es ist wieder weggegangen. Und dann habe ich wieder weitergearbeitet, dann ist es nochmal wieder gekommen. Es ist also 3-mal wiedergekommen. Also ich habe das genau 3-mal wieder gehabt. Innerhalb von gefühlt einer Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, und dann habe ich wieder geklopft, weil ich ja aus den 2 Malen vorher schon die Erfahrung gemacht hatte, da tut sich was, es verändert sich. Ja, und jetzt ist es verschwunden und ich hoffe, es bleibt so, beziehungsweise, wenn das nicht so sein sollte, dann werde ich wieder klopfen. Denn das war für mich eine Erfahrung, wo ich festgestellt habe, ich bin selbstwirksam. Ich kann an der Stelle mit dem Symptom jetzt so umgehen, dass es sich wieder normalisiert, dass mein Körper wieder normal funktioniert. Ja, und das trägt mich seit vielen, vielen Jahren durchs Leben und davon wollte ich dir erzählen und nichts weiter. Jetzt würde mich interessieren, was tust du dann, wenn es keine andere Rettung gibt? Gibt es da auch etwas, was du gefunden hast, wo du sagst, okay, ich weiß mir so zu helfen? Ja, und jetzt ist natürlich die weitere Überlegung, was waren das für Symptome? Das kann mit irgendwas zusammenhängen, was ich bei mir schon, ich sag mal, auf diesem System losgelassen habe und was immer noch mal wieder aufflackert. Ich mache im Moment die Erfahrung, dass es so zu sein scheint. Und jetzt bin ich allerdings zuversichtlich, was das weitere Vorgehen angeht, denn ich weiß, im Akutfall weiß ich für mich, welche Methode ich anwenden kann. Worauf ich noch eingehen wollte, ist, ich könnte natürlich jetzt noch rausbekommen, womit das, was ich da hatte, zusammenhing. Aber dazu mache ich ein weiteres Video. Das wird sonst heute zu lang. So, falls dir dieses Video gefallen hat, dann darfst du mir gerne einen Like-Daumen hinterlassen. Hast du meinen Kanal immer noch nicht abonniert, dann darfst du das jetzt gerne nachholen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.